Schön, dass du da bist. Ich grüße dich. Heute machen wir wieder etwas ganz Besonderes, nämlich aromatische Butter. Schmackhafte und aromatische Butter macht man am besten selbst. Das ist mit dem Industriekram definitiv nicht zu vergleichen. Das mit nur einer Zutat und man kann ja auch richtig Geld sparen. Dabei entsteht dann nicht nur eine richtig leckere Butter, sondern auch frische Buttermilch ganz nebenbei. Außerdem schauen wir uns genau an, worauf es wirklich ankommt, damit auch die perfekte Konsistenz entsteht. Und natürlich auch, wie sie sich ganz nebenbei verfeinern lässt. Und ich kann euch sagen, die selbstgemachte Butter schmeckt wirklich um Klassen besser. Zuerst brauchen wir einen halben Liter bis 1 Liter süße Sahne. Diese sollte mindestens 30 bis 32% Fett haben. Allerdings steigen wir an der falschen Stelle ein, denn viel wichtiger ist die Vorarbeit. Denn Sahne sollte nur in komplett fettfreien Gefäßen und mit fettfreien Rührern aufgeschlagen werden. Dafür kochen wir die Schüssel sowie die Rührer des Handmixers kurz aus. Wer möchte, kann zusätzlich auch einen Tropfen Spülmittel verwenden. Diesen Schritt solltest du auch machen, wenn du deine Sahne bevorzugst im Schüttelbecher zubereitest oder mit der Hand aufschlägst. Nachdem die Brei nun etwa 10 Minuten im heißen Wasser gelegen sind, spüle ich erst die Rührer mit kaltem Wasser ab, danach natürlich auch die Schüssel. Nun kommt beides noch für etwa 1 Stunde in den Kühlschrank, damit das Arbeitsmaterial richtig kalt ist, denn Sahne lässt sich am besten mit gut gekühlten Geräten und natürlich sehr gut gekühlter Sahne aufschlagen. Aber da sage ich dir gleich noch was dazu. Dann sind wir nun auch soweit, brauchen unser weiteres Arbeitsmaterial und steigen nun da ein, wo wir vorhin aufgehört haben. Nun kommen wir wieder zurück zur Sahne. Diese habe ich etwa eine halbe Stunde im Gefrierfach gehabt. Diese sollte zwischen 30 und 32% Fett haben. Mehr Fett geht natürlich immer, nur weniger bitte nicht. Da Sahneaufschlagen immer sehr spritzerintensiv ist, nimm dir ein Küchentuch, was du über deine Schüssel hängst. Da spart man sich am Ende das Küchenputzen und machen uns zuerst Schlagsahne. Übrigens, je nachdem, welche Sahne du nimmst, kann sie bereits leicht süßlich schmecken, obwohl kein Zucker enthalten ist. Das wiederum liegt am natürlichen Milchzucker, der Laktose. Auch fast oder abgelaufene Sahne lässt sich meist noch wunderbar zur Butter verarbeiten. Wichtig ist dabei natürlich zu riechen, denn wenn sie noch normal riecht und frisch aussieht, kann man sie ruhigen Gewissens weiterverarbeiten. Hier kann man dann auch richtig Geld sparen. Sobald die Sahne dann nach etwa 2 Minuten anfängt, leichte Wellen zu schlagen, das kann man hier ganz gut erkennen. Nun ist nämlich der richtige Zeitpunkt, die Butter ganz nach eigenem Geschmack zu verfeinern. Ob mit Kräutern oder einen halben Teelöffel Salz wie bei mir, Knoblauch, Gewürzen oder sogar auch einer süßen Variante, ist deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt und du kannst dich hier richtig austoben. Und nun wird die Sahne einfach nur geschlagen und geschlagen und geschlagen und geschlagen. Das Ganze dauert etwa 5 Minuten. Man muss hier also etwas geduldig sein. Im Laufe der kommenden Minuten merkt man deutlich, wie schwierig es ist, die Sahne zu schlagen. Dabei verliert sie langsam ihre kräftig weiße Farbe und geht ins Gelbliche über. Auch wenn das zwar langsam ganz gut aussieht, aber das reicht uns noch nicht. Hier schlagen wir so lange weiter, bis die Buttermilch von den festen Butterbestandteilen trennt. Das kann man dann an einem Punkt erkennen, wo sich unten Flüssigkeit bildet. Das kann man jetzt auch sehr gut an dieser Stelle erkennen. Wie gefällt dir diese Art von Rezept? Lass es mich gerne mit einem Kommentar wissen. Des gesamten Prozesses kann die Sahne auch ruhig immer wieder mit Hilfe eines Teigschabers in die Mitte zusammengebracht werden. Nun kann ruhig noch etwas länger aufgeschlagen werden, dass sich auch wirklich die Buttermilch von den festen Fettbestandteilen trennt. Heiter geht's nun endlich weiter. Wir raffen nochmal alles in der Schüssel zusammen, richten uns eine zweite Schüssel mit einem Sieb und geben dort die Butter mit der Buttermilch hindurch. Die frisch hier aufgefangene Buttermilch bitte nicht wegwerfen. Sie eignet sich nämlich wunderbar zum Backen von Brot, Semmeln, Pancakes oder sogar Kuchen. Aber auch in Smoothies, Dressings oder einfach pur gekühlt schmeckt sie richtig lecker, wenn man sie mag.
In der Schüssel kann man sehr gut erkennen, wie kalt die Butter noch ist. Sie wird nun ausgedrückt von der Buttermilch und gleich noch gewaschen. Das zeige ich dir gleich, wie wir das machen. Sobald hier nun fast die gesamte Flüssigkeit ausgedrückt ist, muss die Butter nun gewaschen werden. Das ist wichtig für die Haltbarkeit. Das kannst du entweder so machen wie ich mit einer separaten Schüssel, wo die Butter durchgewägt wird. Das Wasser sollte hier natürlich kalt sein, weil sonst würde die Butter schmelzen. Den Vorgang des Waschens müssen wir etwa 2 bis 3 Mal wiederholen. Das lässt sich dann sehr gut erkennen, ob das Wasser wieder milchig wird, so wie hier, oder klar bleibt. Bei mir war das Wasser soweit klar, nun drücke ich es nochmal über meine Schüssel mit der Buttermilch aus, dass also wirklich möglichst jegliche Feuchtigkeit herausgedrückt wird. Denn bleibt davon zu viel in der Butter zurück, kann sie schneller verderben oder säuerlich werden. Sollte die Butter zu weich sein, kannst du sie auch problemlos in Eiswasser waschen. Das kühlt dann die Butter so weit ab. Nach schlechter Kameraführung geht's nun weiter, denn ich gebe die Butter auf ein Tuch, ohne sie groß anzufassen, um sie darauf zu wälzen, um etwas trockener zu werden. Wenn du ab und an mal ein paar Hintergrundinformationen zu mir haben möchtest oder meine Arbeit unterstützen willst, freue ich mich über eine kleine Kanalmitgliedschaft. Die fertige Butter wird nun einfach in ein Gefäß deiner Wahl gebracht und sollte, wie bereits erwähnt, mindestens 2 bis 4 Stunden erstmal richtig schön durchkühlen. Je nachdem, welche Gewürze du verwendet hast, schadet es auch nicht, das Ganze über Nacht im Kühlschrank zu lassen. Dort sollte natürlich auch die weitere Lagerung vonstatten gehen. Haltbar ist sie, je nachdem wie sauber du gearbeitet hast und wie viel Buttermilch entfernt wurde, etwa 1 bis 2 Wochen. Natürlich kannst du sie auch einfrieren, um die Haltbarkeit ein wenig zu verlängern. Bei mir selbst hat sich die Lagerung im Glas bewährt, denn das kann ich ordentlich verschließen. Davor reinige ich allerdings noch mit einem sauberen Küchentuch den Glasrand und gebe das Ganze erstmal in den Kühlschrank. Nochmal kurz zur Buttermilch. Diese fülle ich ebenso in ein Glas ab und werde daraus morgen ein wunderbares Brot zaubern. Wenn dich das Rezept interessiert, lass es mich doch im Kommentar wissen. Die Haltbarkeit liegt bei etwa 2 bis 4 Tagen. Lagerung auch hier selbstverständlich im Kühlschrank, kann aber auch eingefroren werden. Hier siehst du noch die Streichfähigkeit der Butter. Wunderbar, herrlich. Und nun wünsche ich dir viel Freude beim Selbermachen, gutes Gelingen, lasst es euch gut gehen. Bis demnächst. Pfiat euch!